Guten Abend zusammen. Willkommen zurück bei Danke Cast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein wirklich schönes Thema. Genau. Wir reden heute über beruhigende Aktivitäten. Also Dinge, die uns helfen zu entspannen. Oh ja, das ist wichtig. Jeder braucht manchmal eine Pause vom Stress. Henry, hast du eine Lieblingsaktivität, die dich beruhigt? Auf jeden Fall. Ich liebe es, spazieren zu gehen. Besonders im Park oder im Wald. Und du, Emilia? Ich auch. Aber ich mache auch gerne Yoga. Das hilft mir sehr. Und ihr da draußen? Was macht ihr gerne, um euch zu entspannen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wir sind sehr neugierig. Also, Emilia, wann gehst du meistens spazieren? Meistens am Abend nach der Arbeit. Die frische Luft tut so gut. Und bei dir? Ich gehe lieber am Morgen. Dann ist es noch ruhig draußen. Die Vögel singen. Und es gibt nicht so viele Menschen. Das klingt wunderschön. Ich mag es auch, wenn es ruhig ist. Aber manchmal gehe ich mit meiner Freundin zusammen spazieren. Dann reden wir über alles Mögliche. Das ist auch schön. Mit jemandem zu reden kann sehr beruhigend sein. Gehst du immer zur gleichen Zeit? Nicht immer. Manchmal gehe ich auch am Wochenende. Dann habe ich mehr Zeit und kann länger draußen bleiben. Verstehe. Wie lange bleibst du normalerweise draußen? Vielleicht 30 Minuten bis eine Stunde. Manchmal auch länger, wenn das Wetter schön ist. Das ist eine gute Zeit. Ich bleibe auch ungefähr so lange draußen. Es ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Genau. Und weißt du, was ich auch gerne mache? Ich höre manchmal Musik beim Spazierengehen. Oh, wirklich? Was für Musik hörst du? Meistens ruhige Musik, klassische Musik oder instrumentale Musik. Keine Lieder mit vielen Wörtern. Das verstehe ich. Ruhige Musik ist perfekt zum Entspannen. Ich höre manchmal auch Musik, aber nicht immer. Ja, manchmal ist es auch schön, einfach nur die Natur zu hören. Die Vögel, den Wind, die Blätter. Absolut. Die Natur hat ihre eigene Musik. Das ist sehr beruhigend, besonders im Herbst, wenn die Blätter rascheln. Oh ja, der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Und der Frühling auch, wenn alles grün wird und die Blumen blühen. Stimmt. Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Charme. Im Sommer ist es warm und sonnig, im Winter kann man den Schnee sehen. Genau, obwohl es im Winter manchmal zu kalt ist zum Spazierengehen, dann bleibe ich lieber drinnen. Ja, das verstehe ich. Aber ein kurzer Spaziergang im Schnee kann auch schön sein, mit warmen Kleidern natürlich. Das stimmt. Und danach eine heiße Schokolade zu trinken, das ist perfekt. Oh ja, heiße Schokolade im Winter, das ist eine meiner Lieblingssachen. Bei mir auch, mit Sahne obendrauf. Lecker. Und was machst du noch, um dich zu entspannen? Nur spazieren gehen? Nein, ich lese auch sehr gerne. Lesen ist meine zweite Lieblingsaktivität. Oh, das ist toll. Was liest du gerne? Ich lese gerne Romane, besonders Liebesgeschichten und historische Romane. Und du, liest du auch? Ja, aber nicht so oft wie du. Ich lese meistens vor dem Schlafen. Das hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Das ist eine gute Idee. Viele Menschen sagen, dass Lesen vor dem Schlafen sehr gut ist. Stimmt. Es ist viel besser, als auf das Handy zu schauen. Oh ja, das Handy, das ist nicht gut vor dem Schlafen. Das Licht vom Bildschirm macht uns wach. Genau. Deshalb versuche ich 1 Stunde vor dem Schlafen kein Handy mehr zu benutzen. Das ist sehr diszipliniert. Ich versuche das auch, aber manchmal vergesse ich es. Ja, es ist nicht immer einfach. Aber es lohnt sich wirklich. Ich schlafe viel besser. Das glaube ich dir. Guter Schlaf ist so wichtig für unsere Gesundheit. Absolut. Und weißt du, was auch hilft? Eine Tasse Tee vor dem Schlafen. Oh ja, Tee. Was für Tee trinkst du? Ich mag Kräutertee. Besonders Kamillentee oder Lavendeltee. Die sind sehr beruhigend. Klingt gut. Ich trinke auch gerne Tee am Abend. Aber ich mag lieber Pfefferminztee. Pfefferminztee ist auch lecker. Trinkst du den mit Zucker oder Honig? Manchmal mit Honig, aber meistens trinke ich ihn ohne alles. Und du? Ich auch meistens ohne. Aber manchmal gebe ich ein bisschen Honig dazu. Das schmeckt süß und ist gesünder als Zucker. Stimmt. Honig ist natürlicher. Und er hat auch einen schönen Geschmack. Genau. Also ihr Lieben, trinkt ihr auch gerne Tee zum Entspannen? Oder habt ihr andere Getränke, die euch helfen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir möchten von euch hören. Jetzt sprechen wir über eine andere beruhigende Aktivität. Henry, du hast vorher Yoga erwähnt. Ja, richtig. Ich mache seit 2 Jahren Yoga. Es ist wunderbar. Das ist toll. Wie oft machst du Yoga? Ich versuche 3-mal pro Woche Yoga zu machen. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Das ist schon sehr gut. 3-mal pro Woche ist viel. Machst du das zu Hause oder in einem Studio? Meistens zu Hause. Ich folge Videos auf dem Computer, aber manchmal gehe ich auch in ein Studio. Das klingt praktisch. Zu Hause kann man es machen, wann man will. Genau, das ist sehr flexibel und man braucht nicht viel, nur eine Matte und bequeme Kleidung. Und wie lange dauert eine Yoga-Session normalerweise? Das ist unterschiedlich.
Manchmal nur 20 Minuten, manchmal eine Stunde. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Verstehe. Und fühlst du dich danach wirklich entspannter? Oh ja, auf jeden Fall. Mein Körper fühlt sich besser an und mein Kopf ist klarer. Das ist wunderbar. Vielleicht sollte ich auch Yoga probieren. Du solltest es versuchen. Es ist für jeden geeignet. Man muss nicht flexibel sein, um anzufangen. Das ist gut zu wissen. Viele Menschen denken, man muss also schon flexibel sein für Yoga. Nein, das ist ein Mythos. Man wird flexibler durch Yoga. Das ist der Punkt. Ah, verstehe, das macht Sinn. Gibt es noch andere Vorteile? Ja, viele. Yoga hilft auch bei Rückenschmerzen und es verbessert die Balance. Das klingt alles sehr positiv und es hilft auch beim Stress, oder? Ja, definitiv. Yoga ist sehr gut für Stress. Man konzentriert sich auf den Atem und den Körper. Da bleibt kein Platz für Sorgen. Das ist ein guter Punkt. Bei vielen beruhigenden Aktivitäten konzentriert man sich auf eine Sache. Dann vergisst man den Stress. Genau. Das ist wie bei dir beim Lesen. Du konzentrierst dich auf die Geschichte und vergisst alles andere. Stimmt. Und beim Spazierengehen konzentriere ich mich auf die Natur. Das ist sehr meditativ. Meditativ, ja. Das ist das richtige Wort. Sprichst du von Meditation, machst du das auch? Manchmal ja. Ich habe damit vor einem Jahr angefangen. Aber ich bin noch Anfänger. Das ist toll. Meditation ist auch sehr beruhigend. Wie lange meditierst du? Nur 10 Minuten pro Tag, mehr schaffe ich nicht. Es ist schwieriger, als ich dachte. Ja, Meditation ist nicht einfach. Der Kopf ist immer so voll mit Gedanken. Genau das Problem. Aber man sagt, es wird einfacher mit der Zeit. Stimmt. Man muss geduldig sein. 10 Minuten sind schon gut für den Anfang. Danke. Machst du auch Meditation? Manchmal, ja. Oft am Ende meiner Yoga-Session. Dann bin ich schon entspannt und es fällt mir leichter. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich Yoga und Meditation kombinieren. Du solltest es versuchen. Viele Menschen machen das. Ihr da draußen, meditiert ihr auch? Oder habt ihr Tipps für Anfänger? Wir freuen uns über eure Kommentare. Ja, bitte teilt eure Erfahrungen. Jetzt möchte ich noch über eine andere Aktivität sprechen. Henry, magst du auch malen oder zeichnen? Oh, das ist interessant. Ich habe es als Kind gemacht, aber jetzt nicht mehr so oft. Und du? Ich auch nicht regelmäßig. Aber ich habe gehört, dass es sehr entspannend sein kann. Ja, das stimmt. Viele Menschen sagen, dass Malen wie Meditation ist. Man vergisst die Zeit und ist ganz im Moment. Genau, es gibt sogar Malbücher für Erwachsene jetzt. Habt ihr die gesehen? Ja, die sind sehr populär geworden, mit vielen Details und Mustern. Man kann sie mit Buntstiften ausmalen. Richtig, meine Schwester macht das. Sie sagt, es ist sehr beruhigend nach einem langen Arbeitstag. Das kann ich mir vorstellen. Es ist kreativ, aber man muss nicht viel nachdenken. Man folgt einfach den Linien. Genau, und am Ende hat man etwas Schönes geschaffen. Das gibt ein gutes Gefühl. Absolut. Kreativität ist wichtig für unser Wohlbefinden, ob malen, schreiben, Musik machen. Stimmt, spielst du ein Instrument, Henry? Nein, leider nicht. Aber ich würde gerne Gitarre lernen. Und du? Ich habe als Kind Klavier gespielt, aber ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Vielleicht solltest du wieder anfangen. Es ist nie zu spät. Du hast recht, vielleicht mache ich das. Musik zu machen ist sicher sehr entspannend. Ja, das denke ich auch. Man drückt seine Gefühle durch die Musik aus. Das kann sehr befreiend sein. Guter Punkt. Und weißt du, was auch sehr entspannend ist? Im Garten zu arbeiten. Oh ja, Gartenarbeit. Das ist eine tolle Aktivität. Hast du einen Garten? Ja, einen kleinen Garten hinter meinem Haus. Ich pflanze dort Blumen und Gemüse. Das klingt wunderbar. Was für Gemüse pflanzt du? Tomaten, Gurken, Salat, einfache Sachen. Nichts zu kompliziertes. Das ist toll. Frisches Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt bestimmt sehr gut. Oh ja, viel besser als aus dem Supermarkt. Und es macht Spaß zu sehen, wie die Pflanzen wachsen. Das glaube ich. Es ist wie ein kleines Wunder. Man sät einen Samen und nach einigen Wochen hat man eine Pflanze. Genau. Und die Arbeit im Garten ist sehr meditativ. Man vergisst alle Sorgen. Ja, man ist ganz bei der Sache. Mit den Händen in der Erde zu arbeiten, das verbindet uns mit der Natur. Absolut. Und es ist auch gesund. Man bewegt sich und ist an der frischen Luft. Stimmt, Gartenarbeit ist also gut für den Körper und den Geist. Genau so ist es. Habt ihr auch einen Garten oder vielleicht Pflanzen in der Wohnung? Erzählt uns davon. Ja, wir sind neugierig. Ich habe leider keinen Garten, aber ich habe einige Pflanzen in meiner Wohnung. Oh, das ist auch schön. Was für Pflanzen hast du? Ich habe ein paar Sukkulenten und eine große grüne Pflanze. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Kein Problem. Die Namen sind nicht so wichtig. Hauptsache, die Pflanzen machen dich glücklich. Ja, das tun sie. Es ist schön, etwas Grünes in der Wohnung zu haben, besonders im Winter. Das stimmt. Pflanzen bringen Leben in den Raum und sie reinigen auch die Luft. Genau, und sie brauchen nicht viel Pflege.
Einmal pro Woche gießen reicht meistens. Das ist gut. Manche Menschen haben keinen grünen Daumen und denken, alle Pflanzen sind schwierig. Ja, aber es gibt viele pflegeleichte Pflanzen. Man muss nur die richtigen auswählen. Absolut. Okay, liebe Zuschauer, wir haben heute über viele verschiedene Aktivitäten gesprochen. Ja, spazieren gehen, lesen, Yoga, Meditation, Malen, Musik, Gartenarbeit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist, etwas zu finden, das zu euch passt. Jeder ist anders. Genau, was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich und das ist okay. Absolut. Man muss verschiedene Dinge ausprobieren, dann findet man die richtige Aktivität. Richtig. Und vergesst nicht, regelmäßig Zeit für euch selbst zu nehmen. Das ist nicht egoistisch. Stimmt, Selbstfürsorge ist wichtig. Wenn wir entspannt sind, können wir auch besser für andere da sein. Genau so ist es. Also, liebe Freunde, was ist eure Lieblingsaktivität zum Entspannen? Ja, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Und vielleicht probiert ihr diese Woche etwas Neues aus. Eine Aktivität, die ihr noch nie gemacht habt. Gute Idee. Seid mutig und probiert etwas Neues. Man weiß nie, was einem gefallen könnte. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ja, damit verpasst ihr keine neuen Videos. Wir machen jede Woche neue Inhalte für euch. Richtig. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr etwas Neues gelernt habt. Ja, und denkt daran, nehmt euch Zeit zum Entspannen. Es ist wichtig für eure Gesundheit und euer Glück. Absolut. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Ja, einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss und macht es gut. Auf Wiedersehen.